Wenn ihr die Mitarbeiterbindung steigern und eure besten Talente halten wollt, lohnt es sich zu verstehen, warum sie heute überhaupt gehen. Darum geht es in diesem ersten Teil meiner kleinen Videoserie zum Thema Retention Management. Hallo, mein Name ist Dominik Josten. Herzlich willkommen hier beim HR-Flüsterer, dem Kanal rund um proaktive und gestaltende Personalarbeit. In dieser dreiteiligen Serie geht es um Retention Management, also gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterbindung und zur Kündigungsprävention. Dabei geht es in diesem ersten Teil darum, die häufigsten Gründe für Abgänge zu verstehen und beim eigenen Unternehmen zu erkennen. Im zweiten dann darum, wie ein Retention Management Prozess aussehen könnte und was dafür nötig ist. Und im dritten dann um mögliche Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterbindung. Also auf zur Ausgangsfrage. Warum kündigen Menschen ihren Job und ihr Unternehmen? Auf LinkedIn, auf HR-Blogs oder sogar in verschiedenen Massenmedien bekommt man regelmäßig unzählige Meinungen, Umfragen und Toplisten dazu vorgesetzt. Meist jedoch leider stark eingefärbt durch das, was der jeweilige Absender für Bücher, Coachings oder Software verkaufen möchte. Ich denke, jeder von euch hat irgendwie eine grobe Vorstellung davon, warum Mitarbeitende kündigen. Ja, schlechte Führung, schlechte Stimmung, keine Weiterentwicklung, zu wenig Geld etc. pp. Ich habe mich mal durch zahlreiche Artikel und Studien gewühlt und Umfragen und einige Gespräche auch geführt zu meiner eigenen Erfahrung und werde in diesem Video die häufigsten und wichtigsten Kündigungsgründe mal etwas näher beleuchten, damit ihr anhand von Beispielen erkennen könnt, was eigentlich genau alles dahinter steckt und ob diese vielleicht auch ein Problem bei euch sein könnten. Also, auf geht's. Grund 1, schlechte Führungskräfte. Was fast immer wieder auf einem der vorderen Plätze landet, ist das Thema Führungskräfte. Egal, ob es jetzt allgemein als Führungsverhalten befragt wird oder genannt wird oder ob es diverse Symptome sind wie fehlende Wertschätzung, fehlende Entwicklung oder auch schlechte Stimmung im Team, die ja eigentlich auch alle Zuständigkeiten der Führungskräfte sind und dabei genannt werden. Und ehrlicherweise deckt sich das auch mit meinen eigenen Erfahrungen und in vielen, vielen Gesprächen mit Leuten über die Jahre. Wichtig ist halt, euch klar zu werden, wenn von schlechter Führung die Rede ist, geht es nicht nur um die Strombergs dieser Welt, ja, also diese völlig inkompetenten, Mitarbeiter bloßstellenden und auch nur auf Status bezogenen Egos. Und es geht auch nicht um die Choleriker oder kleinen Diktatoren, die sich für unfehlbar halten. Ja, das sind alles grottige Führungskräfte, aber es gibt davon nicht so viele, dass das der Grund ist, warum es so viele Leute wegen Führung gehen. Ja, das sind die schlimmstmöglichen Extreme von schlechten Führungskräften, aber schlechte Führung fängt schon viel früher an. Wenn ich mich so umhöre, geht es oft um viel harmlosere Dinge. Oft fangen Sätze über die eigene Führungskraft ja durchaus an, ja, ist ja nett und so, ja, bevor es dann zu den diversen Abers kommt. Beispielsweise, dass die Führungskraft sich zu wenig Zeit nimmt oder auch irgendwie gar keine Hilfe ist, weil sie halt viel zu wenig Ahnung hat. Ja. Oder umgekehrt, fachlich top ist, aber halt nicht loslassen kann und dadurch zum Mikromanagement neigt. Auch häufig zu finden sind Aussagen, die Person interessiere sich gar nicht wirklich für Führung, wozu ja nun mal eben auch das Lösen von Problemen und Konflikten gehört. Viele Führungskräfte wollen sich offenbar gar nicht damit beschäftigen. So nach dem Motto, ich kann doch jetzt nicht der Therapeut für meine Mitarbeitenden sein. Oder sich halt so hinter Alibis zu, wir sind doch alle schon groß und rede doch mal selber mit ihm verstecken. Dazu passt auch, dass sich viele Führungskräfte offenbar nicht wirklich für die Interessen des Teams oder ihrer Mitglieder auf den nächsthöheren Ebenen einsetzen. Ja, sich also quasi nur so als Umsetzer der Anweisungen von oben versteht und ohne jetzt entsprechende Freigaben halt auch nichts entscheiden will. Ich glaube, diesen Satz hat jeder schon mal gehört, ich kann doch auch nichts machen. Ein nochmal ganz anderes, häufig genanntes Problem ist fehlende Empathie. Oft ausgedrückt durch einen Mangel an Verständnis oder Fingerspitzengefühl und manchmal auch durch die Gleichsetzung von Feedback mit Hinweisen auf Fehler, ohne auch irgendwie mal ein Lob auszusprechen. Mir wurde ein Fall erzählt, wo jetzt jemand 2 Monate fast einen Kollegen vertreten musste, relativ kurzfristig, so wegen Krankheit, und dementsprechend auch ganz viele neue Aufgaben irgendwie kurzfristig sich anlernen oder drauf schaffen müssen. Naja, und die Führungskraft hat halt über die Zeit eigentlich immer nur über die diversen Fehler reden wollen, die halt durch die Vertretungssituation passiert sind, aber hat eigentlich nie so mal wirklich irgendwie Danke oder Anerkennung für diese Sondersituation, für den Einsatz in dieser Sondersituation gezeigt. Und da spielt es dann halt auch keine Rolle, ob das Feedback jetzt in der Sache sinnvoll oder natürlich berechtigt war oder vielleicht sogar gut vorgebracht wurde nach allen Regeln des Feedbackgebens. Die betroffene Person war halt trotzdem total enttäuscht und frustriert, weil sie mit mehr Dankbarkeit und Verständnis ob der Umstände gerechnet hat.
Nett geschimpft ist halt eben nicht genug gelobt. Und ja, das ist mir übrigens auch nochmal passiert, dass ich also unbeabsichtigt meine Mitarbeitenden frustriert habe, weil ich halt die Gemütslage in dem Fall falsch eingeschätzt habe. Ja, man weiß nicht immer, wie wichtig einem Mitarbeitenden jetzt vielleicht gerade dieses Arbeitsergebnis ist. Ja, ob da jetzt das ganze Herzblut drin steckt oder es halt einfach nur so ein irgendwas war. Und dementsprechend reagieren sie manchmal auch auf ein berechtigtes Feedback halt vollkommen anders als noch 2 Tage vorher. Die Liste könnte man sicherlich noch ein ganzes Stück weiterführen. Aber ich denke, es wird auch so klar, ihr merkt, schlechte Führung ist ein sehr vielfältiges Thema, was man individuell beleuchten muss. Interessanterweise stimmen aber in jeder Diskussion über die Wichtigkeit guter Führung alle zu. Aber ungefähr genauso viele denken auch, sie selbst und das eigene Unternehmen wäre da schon weiter. Also die schlechten Führungskräfte gibt's immer nur bei den anderen. Vielleicht, weil jeder, der nicht so krass wie Stromberg ist, sich gleich für eine gute Führungskraft hält? Nicht hilfreich ist dabei sicherlich, dass die wenigsten Unternehmen ihre Mitarbeitenden wirklich zum Führungsthema befragen und zu der Qualität der Führung. Weder im Alltag mit 360-Grad-Feedbacks noch halt beim Abschied. Zu letzterem habe ich euch ja auch schon ein Video gemacht, verlinke ich oben in der Ecke, in der Infokarte. Wie ist es bei euch? Fragt ihr regelmäßig eure Mitarbeitenden, wie zufrieden sie mit ihrer Führungskraft sind? Oder seid ihr auch Überzeugung, ihr seid da schon weiter, das ist nur ein Problem der anderen? Sicher? Schreibt doch mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Grund 2, die Unternehmenskultur. Es gibt eine Reihe von Symptomen, die immer wieder bei Kündigungsgründen auftauchen und die ich so ein bisschen großzügig in den Themenkomplex Unternehmenskultur zusammenfassen würde. Zur Unternehmenskultur zählt ja nicht nur, ob die Kollegen alle nett sind oder ob man sich duzt oder vielleicht sogar einen Kicker in der Kaffeeecke hat, sondern es geht ja vielmehr um das Menschenbild, mit dem im Unternehmen gearbeitet wird. Also beispielsweise, ob Mitarbeitenden Selbstverantwortung und Freiheitsgrade zugetraut werden oder halt eher Misstrauen und so, ohne Kontrolle arbeiten die doch nicht. Einstellung herrscht. Diese Diskrepanz zeigt sich ja etwa in den zahlreichen Diskussionen und zu Fragestellungen wie Homeoffice und Remote Work, variabler Vergütung, Teilzeitakzeptanz, flexiblen Arbeitszeiten und viel mehr. Ganz extrem bei sowas wie Workation, ja, also Arbeiten vom Urlaubsort. Alles Themen, die Mitarbeitenden zunehmend wichtig sind und die immer wieder als Wechselgründe genannt werden, bei denen aber viele Unternehmen nach wie vor skeptisch sind. Ein anderes dazu passendes und auch oft kritisiertes Thema ist übrigens Kommunikation. Hier erwarten Arbeitnehmer einfach längst mehr, als irgendwie von oben vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Ja? Es geht nicht unbedingt darum, dass jetzt irgendwie eine Erwartung vorherrscht, dass alles demokratisch mitentschieden werden darf. Ja? Sondern es geht einfach darum, dass es einen transparenten Prozess gibt, dass man angehört wird und vielleicht die Möglichkeit hat, sich einzubringen im Projekt oder so. Und da habe ich übrigens schon die wildesten Sachen erlebt. Ein Kunde hat mal eine Mitarbeiterbefragung gemacht, ja, über alle möglichen Themen und über die Ergebnisse dann nie wieder geredet. Ja, weil sie halt zu schlecht waren. Und ganz ehrlich, da fühlt man sich als Mitarbeiter doch nie mehr ernst genommen. Noch ein letzter Grund, den ich der Unternehmenskultur zurechnen würde, ist die Frage, ob das Unternehmen eigentlich die eigenen Werte auch wirklich lebt, so wenn es irgendwie hart auf hart kommt. Ja, das berühmte Worten auch Taten folgen lassen. Werden beispielsweise schlechte Führungskräfte, die den Werteanspruch des Unternehmens nicht gerecht werden, auch abgesetzt? Wie steht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und speziell die Karrierechancen für Frauen? Es gibt viele solche Themen, etwa auch Nachhaltigkeit, Diversität oder auch so Sätze wie bei uns wird nach Leistung eingestellt und befördert, in denen Unternehmen zwar viele Lippenbekenntnisse abgeben und schöne Worte sagen, ist dann in der Praxis aber, mal Stichwort Mobilitätskonzepte, Teilzeitführung, die alten Buddy-Netzwerke etc., eben doch nicht konsequent umsetzen, während solche Themen vielen Mitarbeitern eben sehr am Herzen liegen. Wie ist es bei euch um die Unternehmenskultur bestellt? Wo seid ihr auf der Achse zwischen dem oft zitierten Old White Boys Club und der durchlässigen, vielfältigen und flexiblen New Work Kultur? Waren Beispiele dabei, bei denen ihr euer Unternehmen sozusagen ertappt gefühlt habt? Schreibt es in die Kommentare. Grund 3, das Gehalt. Gehälter sind ein komplexes Thema. Wird nach Kündigungsgründen gefragt oder danach, was einen antreibt, sagen nur relativ wenig Menschen, dass Gehalt hier ein entscheidender Faktor wäre. In manchen Umfragen sagen sogar größte Teile, für einen besseren Job würden sie sogar Abstriche beim Gehalt in Kauf nehmen. Wird aber nicht nach Kündigung gefragt, sondern nach Anreizen für einen Wechsel oder allgemein, was bei der Entscheidung für einen Job wichtig ist, dann sagen schon wieder deutlich mehr Menschen, finanzielle Anreize wären ein Grund. Die Wahrheit liegt also wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber dass Geld keine Rolle spielt, das ist wahrscheinlich eher ein Wunschtraum von New Work-Beratern. Vor allem sind Menschen häufig sehr gerechtigkeitsempfindlich. Es gab ja immer mal wieder auch wissenschaftliche Studien zu Geld und Reichtum,
dass es weniger um die absolute Höhe als um die relative Lage zu Vergleichsgruppen geht. Heißt, wenn im Unternehmen Gehälter sehr flexibel vergeben werden, nenne ich es jetzt mal, also trotz gleicher Aufgabe manche Mitarbeiter deutlich mehr bekommen als andere, ja, etwa weil sie mehr gefordert haben oder einfach später eingestiegen sind, manchmal auch wegen irgendwelche Qualifikationen, die für den aktuellen Job eigentlich gar nicht nötig sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dies dazu beiträgt, dass Mitarbeitende kündigen. Ein klassischer Stolperstein ist natürlich auch, dass Mitarbeitende etwa unter einem Sparkurs leiden müssen, die Geschäftsführung sich aber für erfolgreiche Umsetzung dieses Sparkurses mit üppigen Boni belohnt. Ja, so nach dem Motto Wirtschaftlichkeit erfolgreich gesteigert. Und klar, völlig unter Markt zu bezahlen ist auch keine Lösung. Selbst mit der besten Unternehmenskultur und den tollsten Führungskräften und dem schönsten Büro nicht. Weil das wertet diese weichen Faktoren ja auch gleich wieder ab, ja, wenn man für diese irgendwie eine Gegenleistung in Form von niedrigem Gehalt erwartet. Weil wenn man für eine Nettigkeit eine Gegenleistung haben will, ist es ja eigentlich keine Nettigkeit mehr, sondern schlicht Berechnung oder eben Teil der Bezahlung. Grund 4, Aufgabe und Weiterentwicklung. Der vierte große Grund, der sich praktisch überall wiederfindet, ist Unzufriedenheit mit der eigenen Aufgabe, beziehungsweise auch der eigenen Entwicklung. Die meisten Menschen wollen sich halt durchaus entwickeln, in Aufgaben, Verantwortung, Gehalt und so weiter. Hier sagen dann ja gerne Unternehmensverantwortliche so Standardsätze wie, ja, aber wer macht denn dann die Arbeit, wenn sich alle immer nur ausprobieren und Neues lernen wollen? Und es kann ja auch nicht jeder Führungskraft werden. Ja, ist alles richtig, aber Entwicklung hat ja erstens nicht zwingend was mit Führungskraft werden zu tun und permanent Neues machen will doch sowieso keiner. Das überfordert die meisten Menschen tatsächlich ohnehin eher. Ja, also auch wenn manche das Gegenteil von sich behaupten, aber dauerhaft das Gefühl zu haben, etwas nicht wirklich zu können und noch lernen zu müssen, das tut ja auch niemandem gut. In dem Thema gibt es sicherlich viele Wechselwirkungen mit dem Thema Führung und Unternehmenskultur. Auf jeden Fall sollte man die Herausforderung nicht zu schnell abtun als etwas, was doch so hoch individuell ist, dass man nichts dagegen machen kann. Kann man schon, aber dazu kommen wir später noch. Ich will jetzt hier nicht den Rahmen sprengen. Fazit. Ich habe es auch in meiner Podcast-Folge über die Wiedereinstellung ehemaliger Mitarbeiter schon mal besprochen. Es gibt auch immer mal wieder Trennungen, gegen die man halt nichts machen kann. Das ist aber auch nicht schlimm. Eine gewisse Grundfluktuation ist ja sogar gesund und wichtig. Aber wenn man eben die in diesem Video besprochenen Gründe standhaft ignoriert oder so ein bisschen abtut, dann verliert man halt nicht zufällige X% der Mitarbeitenden, sondern halt oft ganz bestimmte Gruppen. Und zwar häufig die Leistungsträger oder besonders Ambitionierte, die man halt eigentlich als Zugpferd bräuchte. Daher lohnt es sich auf jeden Fall zu versuchen herauszufinden, welche der in diesem Video genannten Gründe in eurem Unternehmen besonders relevant sind. Das geht besonders gut über Exit-Interviews bzw. Austrittsbefragungen derjenigen, die halt dann tatsächlich gekündigt haben. Dazu verlinke ich euch hier mein Video. Also wie seht ihr das? Decken sich eure Erfahrungen damit, dass die in diesem Video besprochenen großen 4 die häufigsten Kündigungsgründe sind? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video mit der Frage, wie denn jetzt ein Retention-Management-Prozess aussehen könnte. Vergesst nicht den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Danke euch und bis zum nächsten Mal.